Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese hübsche Socke ganz einfach selber häkeln könnt. Was wir dafür benötigen und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Für die Socken benötigen wir Garn. Ich habe hier einmal in Weiß und nochmal in Bunt. Das ist eine Verlauffarbe. Wir benötigen Schere, 2 Markierer und Häkelnadel verwende ich hier 2,5 mm. Das ist die. Ich verlinke das Ganze euch unter mein Video. Wir starten mit einem magischen Ring und häkeln wir hier 2 Luftmaschen. 1, 2. Und das ersetzt unsere Stäbchen. In diesem Kreis hier werden wir insgesamt 12 Stäbchen häkeln. Wir nehmen einen Umschlag in diesen Kreis hier hinein und ziehen den Faden nach vorne. Und jetzt haben wir 3 Schlaufen und ziehen den Faden hier durch die beide. Jetzt haben wir wieder 2 Schlaufen und wieder ziehen den Faden so. Jetzt haben wir eine Schlaufe und hier haben wir hier schon 2 Stäbchen. Und wir werden es so machen die ganze Runde, bis wir 12 Stäbchen haben. Wir schließen die Runde hier, wir ziehen diesen Faden und die Runde ist jetzt in der Mitte geschlossen. Und die erste Runde schließen wir mit einer Kettmasche und häkeln wir hier 2 Luftmaschen. In die nächste Masche häkeln wir 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. Wir werden so die ganze Runde machen. Jede Masche 2 Stäbchen. In jede Masche 2 Stäbchen. So sieht das aus. In jede Masche 2 und so die ganze Runde. Ich häkle hier noch eine Stäbchen in diese Masche hier und dann insgesamt haben wir 24 Stäbchen in diese zweite Runde. Die Runde schließe mit einer Kettmasche, 2 Luftmaschen, in die nächste Schlaufe häkeln wir 2 Stäbchen. In die nächste eine. In die nächste Masche 2. In dieselbe Stelle. Und in die nächste Masche eine. Die nächste Masche 2 in dieselbe Stelle. Und so werden wir die ganze Runde machen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So muss es aussehen. Die dritte Runde schließen wir mit einer Kettmasche. Und in dieser dritten Runde haben wir 36 Stäbchen. Wir häkeln jetzt hier 2 Luftmaschen. In die nächste Masche eine Stäbchen. In die nächste Masche eine Stäbchen. In die nächste Masche 2 Stäbchen in dieselbe Stelle.
in die nächste Stäbchen eine Stäbchen, in die nächste Masche eine und wieder eine Stäbchen in die nächste Masche, in die vierte 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. Wir haben 1, 2, 3 Stäbchen in die vierte 2 und dann wieder 1, 2, 3 in die vierte Masche, 2 in dieselbe Stelle. Und so machen wir die ganze Runde. Die vierte Runde schließen wir mit einer Kettmasche und häkeln wir hier 2 Luftmaschen. Und jetzt werden wir in jede Masche eine Stäbchen häkeln. Und so 2 Runden. Das ist die erste Runde. In jede Masche eine. Und in die zweite Runde machen wir genauso. Immer eine Stäbchen in eine Masche. Ihr macht das so lange, bis ihr 2 Runden erreicht habt. Die 2 Runden sind jetzt fertig und insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden gehäkelt. Wir machen hier 3 Luftmaschen. Ich habe schon eine, 2, 3. Und einen Umschlag nehmen. In diese selbe Stelle häkeln wir ein Stäbchen. Ein Umschlag und dann zählen wir die Maschen 1, 2, 3, hier in die dritte. Da drin häkeln wir ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche und dann häkeln wir wieder ein Stäbchen in dieselbe Stelle. Einen Umschlag nehmen und dann zählen wir die Maschen 1, 2, 3 in die dritte. Da häkeln wir unsere Stäbchen. Dann eine Luftmasche und dann wieder ein Stäbchen in diese selbe Stelle. Und wir werden die ganze Runde so machen. 1, 2, 3. Eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen in dieselbe Stelle. Und so muss die ganze Runde aussehen. Ihr macht das so weiter bis zum Ende. Die Runde ist jetzt fertig und ihr befestigt diesen Fadenstück hier, dann schneidet ihr ab. Ich mache das nachher. Wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Wir nehmen jetzt unsere andere Farbe, den anderen Garn. Diesen weißen Faden, wir lassen das so stehen. Wir schneiden das nicht ab. Wir nehmen jetzt den anderen. Ich steche mein Häkelnadel hier bei diesem ersten Stäbchen und dann wechsle die Farbe. Ziehe durch die beiden Schlaufen. Und ziehe ein bisschen ganz leicht. Mache hier so eine Luftmasche. Häkle genau hier zwischen die beiden eine feste Masche und noch 1, 2, 3 Luftmaschen. So muss das aussehen. Ein Umschlag. Und in diese selbe Stelle
häkeln wir noch ein Stäbchen. Jetzt haben wir 2 Stäbchen in diese selbe Stelle. Einen Umschlag nehmen. Zwischen diese beiden Stäbchen, ihr seht, hier hin, da häkeln wir ein Stäbchen. Eine Luftmasche und dann wieder ein Stäbchen in diese selbe Stelle. Einen Umschlag nehmen, zwischen diese beiden Stäbchen, da drin, häkeln wir ein Stäbchen und dann eine Luftmasche und dann wieder ein Stäbchen in diese selbe Stelle. Und so werden wir die ganze Runde arbeiten. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen in diese selbe Stelle. Und so muss die Runde aussehen. Ihr macht die ganze Runde so bis zum Ende. Die Runde ist fertig gehäkelt und so sieht das Ganze aus. Wir schließen jetzt die Runde. Ich steche mein Häkelnadel immer so und dann wechsle ich die Farbe. Jetzt nehme ich die weiße und ziehe durch die beiden Schlaufen. Eine Luftmasche. Jetzt ist die Runde geschlossen. Und werde jetzt genau von hier mein Häkelnadel stechen und nehme die weiße Garn nach vorne und häke hier eine feste Masche. Ich mache hier noch 2 Luftmaschen. 2. Nehme einen Umschlag und häkle wieder in diese selbe Stelle hier ein Stäbchen. Nehme einen Umschlag und hier haben wir eine Masche zwischen die beiden hier und gehe da drin mit meiner Häkelnadel und ziehe den Faden nach vorne und häkle da drin ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche und nehme wieder einen Umschlag und gehe wieder in diese selbe Stelle hier und häkle da eine Stäbchen. Dann mache ich weiter so, einen Umschlag. Wir haben immer hier so eine Masche, der frei ist, hier und in jede Masche so, hier und ziehe den Faden nach vorne und häkle da eine Masche, eine Stäbchen, eine Luftmasche und dann wieder eine Stäbchen in diese selbe Stelle hier. Hoppla. Nochmal. So, jetzt habe ich hier 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. Und so können wir weitermachen. Die ganze Runde. Eine Luftmasche und dann wieder ein Stäbchen genau hier. So. Und so muss die Runde aussehen. Ihr macht so weiter bis zum Ende. Die Runde ist auch fertig und so muss das Ganze aussehen. Und jetzt können wir den Faden ändern. Nehme andere Farbe und ziehe das durch die beiden Schlaufen.
mache hier eine Luftmasche. Und dann bei diesen beiden Stäbchen hier gehe mit meiner Nadel und ziehe den Faden nach vorne und häkle hier eine feste Masche und noch 1, 2 Luftmaschen. Nehme einen Umschlag, gehe wieder hier in dieselbe Stelle und häkle hier jetzt eine Stäbchen. Wir nehmen einen Umschlag und gehen zwischen die beiden hier. Wir haben hier 2 Stäbchen gehäkelt und da drin häkeln wir eine Stäbchen, dann eine Luftmasche und dann wieder eine Stäbchen in dieselbe Stelle. Und wir werden die ganze Runde so machen bis zum Ende. So muss die Runde aussehen. Und so machen wir bis zum Ende. Die Runde schließen wir auch und wechseln wir die Farbe. Nehme den weißen und ziehe durch die beiden Schlaufen eine Luftmasche. Ich werde jetzt meine Häkelnadel genau hier hinstechen und ziehen den weißen Faden nach vorne und häkle hier eine feste Masche. Noch 2 Luftmaschen, dann wieder einen Umschlag nehmen, in dieselbe Stelle hier häkeln wir eine Stäbchen. Einen Umschlag nehmen. Wir haben hier eine Masche frei und ziehen den Faden dadurch und häkeln wir hier eine Stäbchen. Eine Luftmasche und dann wieder eine Stäbchen in dieselbe Stelle. Wir machen weiter genauso. Wir werden genauso weiterarbeiten, die ganze Runde. Ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und dann wieder eine Stäbchen in dieselbe Stelle. Und so muss die Runde aussehen. Ihr könnt jetzt so weiter häkeln. Ich habe hier bei dieser Socke hier ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runde gehäkelt. Ihr könnt das jetzt so weiterarbeiten, bis ihr 7 Runden erreicht habt. Ihr probiert das aus und häkelt ihr, wenn ihr muss, noch mehr Runden oder weniger. Aber ihr macht genauso weiter. Ich habe die Runde fertig gehäkelt und so muss es aussehen. Und die Fäden habe ich abgeschnitten, beide, und gut befestigt. Und ich habe hier Markierer eingesetzt. Zwischen die beiden Markierer haben wir 4 solche Muster. 1, 2, 3, 4. So sieht das aus.
Und ab hier können wir jetzt weiter häkeln. Ich nehme den weißen Farbe und werde sofort hier beginnen. Häkle hier 2 Luftmaschen und dieser Restfaden kann so stehen bleiben. Ich nehme einen Umschlag, gehe zwischen die beiden hier und häkle Halbstäbchen. Ich ziehe den Faden durch 3 Maschen. Wir machen noch einmal. Wir werden so die ganze Runde machen. Hier machen wir eine Halbstäbchen. Und dann hier 2. Hier eine Halbstäbchen. Und wir werden so die ganze Runde machen bis zum Markierer. Ich habe jetzt fertig gehäkelt, die 7 Reihe. So muss das aussehen. Und hier habe ich 10 Halbstäbchen gehäkelt, bis hierhin. Das macht ihr auch. Und dann hier werden wir feste Masche häkeln. Wir werden 6 feste Masche häkeln. Das ist die erste, 2, 3, 4, 5 und 6. Jetzt haben wir hier 6 feste Masche und das Rest hier werden wir weiter so häkeln mit Halbstäbchen. Ihr macht es bis zum Ende so. Ich habe fertig gehäkelt und dann habe ich nochmal hierhin 10 Halbstäbchen gehäkelt. Dann machen wir hier weiter. Jetzt machen wir Abnahme. Vorhin hatten wir hier 6 feste Masche gehäkelt und jetzt machen wir Abnahme. Ihr stecht eure Häkelnadel und zieht den Faden nach vorne. Wir haben hier 2. Wir machen das nochmal. Und jetzt haben wir 3 Faden. Und das Ganze ziehen wir durch alle 3. Jetzt haben wir eine Abnahme. Machen wir nochmal. Und das ist die zweite Abnahme. Noch eine. Und jetzt haben wir hier 3 Abnahmen. Und jetzt können wir hier zurück häkeln. Halbstäbchen bis zum Ende. So. Ich habe die Reihe fertig so gehäkelt. Dann habe ich nochmal hier 10 Halbstäbchen gehäkelt. Und jetzt machen wir hier noch eine Abnahme. Wir machen hier 2 Abnahmen. Das ist die erste Abnahme und das ist die zweite jetzt. Und jetzt hier können wir normal häkeln, die Halbstäbchen. Ihr macht jetzt das bis zum Ende. Die Reihe ist fertig und jetzt werden wir das so diese Seite zusammenklappen. So. Und das beide werden wir diese hier zunähen. Ich
Ich werde hier feste Masche häkeln. In jede Masche eine Masche. Wir schneiden jetzt den Faden ab und das Ganze gut befestigen. Und so muss dann unsere Socke aussehen. Wir haben hier jetzt so einen schönen Rand. Und jetzt können wir hier weiterarbeiten. Wir werden jetzt diesen Teil hier häkeln. Wir können jetzt holen unsere farbige Garn und werden sofort hier zwischen diese beiden Stäbchen da drin anfangen. Ziehen den Faden nach vorne. Machen wir hier eine feste Masche. Ich mache hier eine feste Masche jetzt. Und dann 2 Luftmaschen. Ein Umschlag, dann wieder in diese selbe Stelle hier machen wir eine Stäbchen und dann in die nächste hier, da häkeln wir eine Stäbchen, dann eine Luftmasche und dann wieder ein Stäbchen in dieselbe Stelle hier. Ihr könnt jetzt so weitermachen. Ihr könnt jetzt so weitermachen bis hierhin und dann zeige ich euch, wie wir hier weitermachen. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen und werde euch zeigen, wie ich das mache. Einen Umschlag und werde eine Stäbchen hier überspringen und werde sofort hier beginnen. Mache eine Stäbchen, eine Luftmasche, wieder eine Stäbchen in dieselbe Stelle. Wir überspringen eine Stäbchen und werde hier beginnen. So muss das aussehen. Man kann hier so erkennen, diese Muster hier. Immer da werden wir beginnen, unsere Stäbchen. Ich zeige das ganz nah. Man kann schon erkennen, wir haben hier gehäkelt, hier, hier. Immer hier werden wir mit diesem farbigen Garn unsere Stäbchen häkeln. Die ganze Runde bis hierhin. Und so muss das aussehen. Und wir können jetzt so weitermachen. Die Runde ist auch fertig und die muss so aussehen. Und jetzt können wir die Farbe ändern. Und nehme die weiße und beginne damit jetzt. Ziehe durch den Beide
und mache hier so eine feste Masche. Das kann so bleiben. Und wir werden jetzt starten. Hier, ich werde sofort mein Häkelnadel hier machen und ziehe dadurch den Faden nach vorne. Eine feste Masche und dann 2 Luftmaschen. Wir müssen immer diesem Muster hier folgen und deswegen beginnen wir hier. Und dann wieder hier bei dieser Masche eine Luftmasche und eine Stäbchen. Nochmal. Wir werden so die ganze Runde machen bis zum Ende. Und hier macht ihr genauso, das zeige ich euch auch. Jetzt sind wir hier angekommen, in diese Ecke hier. Und das machen wir jetzt so. Wir nehmen einen Umschlag und werden genau hier bei diesem Stäbchen hier, da drin häkeln wir unsere Stäbchen und dann eine Luftmasche und dann wieder eine Stäbchen. Und so sieht das aus, so muss es aussehen. Und so können wir weiter hier machen. Immer zwischen die beiden hier machen wir Stäbchen. Und so macht ihr weiter bis zum Ende. Und die Socke muss so aussehen hier. Ich bin fast am Ende angekommen und wir haben hier begonnen. Wir nehmen einen Umschlag und genau hier in diese Mitte, hier in diese Ecke hier, da ziehen wir unsere Faden und machen wir eine Stäbchen. Eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen in diese selbe Stelle hier. Dann können wir die Runde schließen und nehmen die andere Farbe. So sieht jetzt das aus. So muss das aussehen. Wir starten jetzt hier. Ich mache hier eine feste Masche, dann 2 Luftmaschen, einen Umschlag und wieder hier eine Stäbchen Häkel. Und so machen wir die ganze Runde wieder. So muss es aussehen, genau wie hierhin. Ihr könnt jetzt so weitermachen. Ich habe hier 3 Runden gemacht. 1, 2, 3. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mehrere Runden machen. Ich werde jetzt 3 Runden fertig machen. Ich habe die Runde fertig gehäkelt und jetzt werde ich die farbigen Garn abschneiden und werde jetzt nur mit dem weißen arbeiten. Mache ich 2 Luftmaschen, einen Umschlag und werde jetzt hier Stäbchen häkeln in jede Masche. Hier werden wir 2 Stäbchen häkeln, in die nächste Masche hier eine
hierhin 2. Und so macht ihr die ganze Runde. Die Runde ist auch fertig jetzt. Und sie schließen wir mit einer Kettmasche und häkeln hier 2 Luftmaschen. Jetzt steche ich meine Häkelnadel so und dann ziehen die Nadel nach vorne. So muss es aussehen. Aber zuerst holen wir einen Umschlag, stechen unsere Häkelnadel so von vorne und dann bei diesen Stäbchen hier, so muss es aussehen, und nehmen den Faden wieder zurück und häkeln wir hier ein Stäbchen. Dann nehmen wir wieder einen Umschlag, jetzt von hinten, häkeln von hinten, dann wieder zurück, nehmen den Faden und ziehen wieder zurück so. Und häkeln wir hier ein Stäbchen. Machen wir wieder so, jetzt nach vorne, einen Umschlag nehmen und dann so den Faden holen und ein Stäbchen häkeln hier. So werden wir die ganze Runde machen, mit Abwechseln. So muss das aussehen. Und so machen wir bis zum Ende, die ganze Runde so. Die Runde ist fertig, die schließen wir mit einer Kettmasche. Und häkeln wir hier 2 Luftmaschen. Einen Umschlag. Wir können sofort hier bei dieser ersten beginnen. Bei dieser ersten Stäbchen. Und jetzt von hinten, von dieser Seite, häkeln wir auch da drin ein Stäbchen. Ein Umschlag hier bei diesem Stäbchen. Da häkeln wir ein Stäbchen. Und jetzt haben wir hier jetzt hinten ein Stäbchen, deswegen werden wir von hier beginnen. Und jetzt der von vorne. Und da machen wir auch ein Stäbchen. Wir werden so die ganze Runde arbeiten. So muss es aussehen. Ihr könnt jetzt so viele Runden machen, wie ihr möchtet. Ich habe so bei mir so lang das. Und ich mache jetzt die andere auch jetzt fertig. Ich habe die Runde fertig gehäkelt und so muss das aussehen. Ich habe hier eine Luftmasche gehäkelt. Ich möchte jetzt hier so einen Rand, einen schönen Rand häkeln. Ich zeige euch. So. Diesen schönen Rand. Das werden wir jetzt machen. Ich habe hier eine Luftmasche. Dann stelle ich mein Häkelnadel so in diese Masche, erste Masche, und mache hier eine Kettmasche.
dann eine Luftmasche, dann wieder eine Kettmasche. Eine Luftmasche, dann eine Kettmasche, eine Luftmasche. Wir werden so arbeiten die ganze Runde. Kettmasche, eine Luftmasche. Und so macht ihr bis zum Ende die ganze Runde. Unsere Socke ist jetzt ganz fertig und die zweite könnt ihr genauso häkeln. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.